Ob Sie Anfänger oder erfahrene Handelprofi sind, das spielt keine Rolle. Meine Strategie, die auf dem Alligator-Indikator basiert, hat mir zu Beginn geholfen und bringt immer noch ein stabiles Einkommen. Es ist ein zuverlässiger Ansatz mit sicheren Ergebnissen bei minimalem Risiko. Heute werden Sie es selbst sehen. Fangen wir an. Los geht's. Meine lieben Freunde, hallo zusammen. Sie werden wahrscheinlich schockiert sein, wenn ich Ihnen sagen, dass die ganze Zeit über mit dem Alligator-Indikator falsch gehandelt. In diesem Video werde ich Ihnen erzählen, welche Fehler 90% der Trader, die mit diesem Indikator arbeiten, machen. Ich werde meine große Erfahrung teilen. Dieser Indikator ist einer der ersten Indikatoren, der mir geholfen hat, wirklich viel Geld zu verdienen. Natürlich brauchen wir neben dem Indikator auch eine bestimmte Strategie. In diesem Video erkläre ich Ihnen die Feinheiten des Marktverständnisses, die Ihnen helfen werden, mit diesem Indikator 7 oder 8 von 10 gewinnbringenden Geschäften zu machen. Das sind reale Zahlen, die Sie erreichen können, wenn Sie sich dieses Video genau ansehen und es üben. Also, fügen wir also zunächst einmal den Indikator hinzu. Das ist sehr einfach. Wir öffnen das Indikatormenü in der oberen linken Ecke unserer bevorzugten Plattform. Alle Links sind in der Beschreibung. Klicken auf den Indikator und bereiten ihn vor. Wir ändern keine dieser Einstellungen. Die Standardeinstellungen sind ziemlich gut, aber das tun wir, um ihn besser zu verstehen. Schauen Sie. Die schnelle Linie ist die grüne Linie. Sie ist 1 Pixel lang und die Farbe ist grün. Wir machen die zweite Linie dicker, 2 Pixel, und die blaue Linie ist die dickste, 3 Pixel. Der Indikator besteht aus 3 Linien mit unterschiedlichen Perioden. Daher bewegen sich bei steigenden oder fallenden Trends alle Linien gleichmäßig aufeinander zu. Sobald sich der Trend ändert, kreuzen sich die Linien. Normalerweise fällt die schnelle Linie unter die langsame oder steigt über sie, weshalb sich der Trend ändert. Heute haben wir 2 Arten von Signalen. Die erste, wir werden von diesen Linien aushandeln, als ob es sich um Zonen von Interesse handelt, als ob es sich um Unterstützungs- und Widerstandszonen handelt. Und die zweite Art von Signalen, wir werden die Marktfunke abfangen. Alle diese Signale funktionieren auf die gleiche Weise. Wir werden also je nach Situation Entscheidungen treffen. Es gibt auch eine sehr wichtige Sache, die Sie sich merken sollten. Heute handeln wir mit einer unwirklichen Vierfaltszeit. Der Zeitrahmen der Kerze ist derzeit auf 30 Sekunden eingestellt und die Vierfaltszeit ist 1 Minute. In der Regel sollte die Zeit des 2 oder 3 Mal länger sein als die Zeit einer Kerze. Sie können mit einer noch verlässlichen Methode handeln, indem Sie den Zeitrahmen der Kerze auf M5 und die Zeit des Lichts auf 10 oder 15 Minuten einstellen. Das wäre sehr gut, perfekt. Da ich ein Video aufnehme, möchte ich, dass alle meine Dinge so schnell wie möglich sind. Also verwende ich in einen schnellen Zeitrahmen M1, wie wir normalerweise tun. Aber vergessen Sie nicht, dass der Zeitrahmen einer Kerze, die Zeit, die eine Kerze braucht, um sich zu bilden, 2 oder 3 Mal kleiner ist. Lassen Sie uns nun eine gute Grafikanalyse finden. Das ist auch sehr wichtig, denn es gibt viele Grafiken, die für den Handel nicht geeignet sind. Wir sehen zum Beispiel diese Grafik. Warum passt sie nicht zu uns? Zunächst einmal analysieren wir, wie der Indikator mit der Grafik interagiert. Wir sehen, dass die Grafik hier hat der Preis den Indikator fälschlicherweise verlassen. Es gibt zu viele Überschneidungen in der Zone. Es gibt hier also keine umfassende oder logische Situation. Hier ist dasselbe. Der Trend sollte eigentlich von fallend auf steigend wechseln, aber der Markt bewegt sich stattdessen in einer solchen Seitwärtsbewegung, was dazu führt, dass der Indikator einen Haufen verwirrende Kreuzungen anzeigt, mit denen wir nicht handeln sollten. Aus diesem Grund arbeiten wir nicht mit dieser Grafik. Suchen wir uns eine Grafik, innerhalb derer wir handeln können. Suchen Sie nur nach solchen Situationen.
Sehen Sie, wir haben eine sehr gute Situation gefunden, in der wir frei handeln können und 8 von 10 Geschäften mit Gewinn abschließen. Es gibt einen klaren Trend. Früher war es ein steigender Trend, jetzt ist es ein fallender. Was mir hier wirklich gefällt, ist, dass die Grafik nie über die blaue Linie hinausgeht. Die blaue Linie ist die wichtigste Hauptlinie. Sie spielt die Rolle der Unterstützung. Nun, in diesem speziellen Fall ist die rote Linie Unterstützung. Wir sehen auch, dass die schnelle grüne Linie die Rolle der Unterstützung spielt. Aber wenn sich der Trend ändert, testet der Preis wiederholt die blaue Linie, die als Widerstand fungiert. Im Grunde könnten wir hier abwärts handeln und mehrere erfolgreiche Abschlüsse machen der Geschäfte. Und hier war natürlich ein falscher Ausstieg. Etwa hier, welche Schlussfolgerung können wir aus dieser Grafik sehen? Erstens, die Grafik sollte sich gleichmäßig entwickeln und wellenförmig sein. Der Kurs sollte gelegentlich die blau geleitete Durchschnittslinie berühren und von ihr abprallen. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt. Wir sehen, dass der Preis die Linie zweimal berührt hat und wir können versuchen, ein Geschäft zu machen, wenn die Grafik die blaue Linie erreicht. Also machen wir es. So Leute, wir haben das zunächst ziemlich gute Warenspar gefunden. Jetzt warte ich auf eine Bestätigung, um ein Geschäft für Fallende zu machen. Die Bestätigung wird ein Schnittpunkt der roten und blauen Linie sein. Also wir sehen, dass die grüne Linie bereits unter der blauen liegt, die rote noch nicht. Vielleicht verlässt der Kurs sogar diese Handelsspanne und steigt weiter an. Auch das ist möglich, aber es wäre seltsam, denn das würde bedeuten, dass diese Grafik nicht zu den Einstellungen des Indikators passt. Allerdings sieht der vorherige Teil der Grafik recht hübsch aus. Dort ist der Schnittpunkt. Die Grafik ist von der blauen Linie des Indikators abgeprallt. Es gibt Schnittpunkte, viele von ihnen. Lassen Sie mich es schauen. Hier und hier und hier, die wir als Signal für ein fallendes Geschäft nutzen könnten. Aber jetzt steigt der Markt wieder über die blaue Linie. Wahrscheinlich hat der Kurs die geleitete durchschnittliche Linie fälschlicherweise und für einen längeren Zeitraum durchbrochen. Aber da sich der Kurs nun wieder über den gelben, grünen, roten und blauen Linie über alle 3 Linien fixiert, kann ich erwarten, dass der Markt weiter steigt. Also, es gibt 30 Sekunden noch übrig. Beobachten wir einfach, wie es endet. Ich hoffe, alles ist klar bis jetzt. Beobachten wir jetzt. Also, alles ist super. Das erste Geschäft ist abgeschlossen. Jetzt warten wir auf einen Rollback und ich werde bereit sein, weiter nach oben zu handeln. Wir warten also auf eine Art von Korrektur. Ich habe diesen Markt eigentlich beobachtet und wollte einen Deal machen, um von dieser blauen Linie auszusteigen. Aber ich habe gezögert, weil es die erste Korrektur in Richtung der gleitenden Durchschnittlichen ist, sodass es unklar ist, was für ein Ergebnis geben würde. Wir haben die Geschäfte hier eröffnet, weil es während des Abwärtstrends eine ähnliche Situation gab. Das ist hier noch nicht passiert. Es gibt eine tiefe Korrektur. Jetzt haben wir dafür gesorgt, dass sich die Grafik an diese 3 gleitenden Durchschnittlichen anlegt. Wenn der Kurs das nächste Mal an sie herankommt, können wir von dieser Linie aus Geschäfte machen. Wir waren also ein bisschen spät daran. Ich warte darauf, dass sich diese Kerze bildet und wir werden einen Deal für den Anstieg machen. Wie ich bereits gesagt habe, hat der Kurs eine Korrektur zurück zu den gleitenden Durchschnittslinie gezeigt. Die steigende Bewegung ist wahrscheinlich bereits verblasst. Hier werden wir wahrscheinlich eine Art von Verteilung sehen, die eine Trendwende herbeiführen wird. Vergleichen Sie die Schärfe des Trends hier, wo der Markt so geeignet ist und sich mit kleinen Korrekturen bewegt. Und hier, es gibt mehr und mehr Korrekturen. Das wird dazu führen, dass sich der Trend früher oder später ändert. Aber bis jetzt können wir von den 3 gleitenden Durchschnittslinien aus nach oben handeln. Das dritte Geschäft wird nun wahrscheinlich mit Gewinn abgeschlossen und wir werden uns nach einer anderen Grafik umsehen. Denn ehrlich gesagt gefällt mir diese Situation nicht mehr wirklich.
Der Kurs bewegt sich in eine so engen Spanne. Es gibt zu viele seltsame Überschneidungen, also sollte man den Handel an diesem Punkt vermeiden. Also, die dritte Situation hier ist alles ganz normal. Genau wie in den letzten beiden Fällen, aber der Trend ist fallend, also handeln wir auf fallend. Was sehen wir hier? Die erste Berührung war hier, die zweite, die dritte und die vierte Berührung. Da sagt uns, dass auch beim fünften Mal eine Korrektur stattfinden könnte. Ich meine, der Kurs sich bereits zum fünften Mal gedreht und ist bereits wieder zurückgekommen. Ich warte also auf eine weitere kleine Korrektur. Noch ist keine Umkehr zu erwarten, also können wir weiter nach unten handeln. Wenn ich die Grafik im Hinblick auf diese Schwankungen analysiere, komme ich zu dem Schluss, dass sie zu uns passt. Wir können hier handeln. Auch trotz dieser neuen kleinen roten Kerze, es lässt uns immer noch Gewinn machen. Diese Marktperiode ist nicht so schön, aber sie hat sich in all der vorangegangenen Situationen richtig bewegt. Also hätten wir auch dort Gewinne erzielen können. Was können wir im Moment beobachten? Wir können darauf warten, dass der Markt die Blaulinie durchbricht und das wird mit Sicherheit bald geschehen. Da sich viele Kerzen in der Nähe der blauen Linie angesammelt haben, dann warten wir darauf, dass die grüne und die rote Linie die blaue Linie kreuzen. Das wird eine Bestätigung des Trendwechsels sein und wir werden in der Lage sein, auf steigende Kurse zu setzen. Also Leute, die beiden schnellen gleitenden Durchschnittslinien werden sich möglicherweise über der langsamen Linie einpendeln. Sobald sich diese Kerze bildet, werden wir in den Markt einsteigen. Bis jetzt ist es so grün. Also warten wir. 3, 2, 1. Wir eröffnen ein Geschäft für einen Anstieg. Jetzt hat sich der Schnittpunkt der gleitenden Durchschnittslinien bestätigt. Sie werden sich nicht mehr zurückbewegen. Dieser Schnittpunkt wird auf der Grafik 100% bleiben. Und das bedeutet, dass jetzt eine gute Gelegenheit ist, mit dem neuen Trend ein Geschäft zu machen. Nun, dies ist ein neuer steigender Trend oder zumindest eine Korrektur in Richtung dieser Herbstes. Es spielt keine Rolle, was es sein wird. Das Wichtigste ist, dass unser Geschäft innerhalb von 30 Sekunden höher schließen sollte als der Punkt, an dem wir es eröffnet haben. Wie Sie sehen, bewegt sich der Markt bis jetzt nach unserem Plan. Warten wir mal auf das Ergebnis. Ja, ich stimme zu, es sieht nicht wirklich gut aus. Wir eröffnen 2 weitere Deals zum Steigen. Der Preis liegt immer noch über der blauen Linie. Das heißt, unser Plan ist noch gültig. Es passieren recht seltsame Bewegungen auf dem Markt. Trotzdem steigt die Grafik nach solchen rasenden Bewegungen weiter an. Mit diesen beiden Geschäften gleichen wir die vorherigen Verluste aus und erzielen einen zusätzlichen Nettogewinn. Schauen wir nach der nächsten profitablen Situation. Also Leute, alle 3 geleiteten Durchschnittslinien haben sich kürzlich vollständig gekreuzt. Ich denke, wir können hier einen Deal zum Fallen machen, denn die rote Linie ist auch unter die blaue Linie gefallen und hat sich dort vor nicht allzu langer Zeit niedriger gelassen. Es gab hier einen so aggressiven Aufwärtstrend, dass jetzt der gleiche aggressive Rückgang erwartet wird. Der Kurs hat die grüne Linie hier etwa hier und hier leicht berührt. In diesen Momenten hätten wir ein Signal auffangen können. Aber da ein Schnelldurchbruch stattfand, erwarte ich jetzt einen Rückgang, denn all dieses zeigt jetzt einen offiziell bestätigten neuen fallenden Trend. Also, wir eröffnen ein Geschäft nun für fallende Kurse. Warten Sie auf das Ergebnis. Also Leute, es ist kein schneller Fall eingetreten, aber das Geschäft wurde trotzdem mit Gewinn abgeschlossen. Wir sehen, wie diese grüne Linie noch einmal getestet wurde, sodass die Grafik vielleicht ab diesem Punkt oder nach späteren Reaktionen vollständig zu fallen beginnen wird. Wie auch immer, die heutige Handelssitzung ist sehr gut
ausgefallen. Ich bin rundum zufrieden damit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie der Alligator-Indikator funktioniert. Achten Sie auf die wichtigsten Regeln, wenn Sie handeln, und spielt für diejenigen, die nicht verstanden haben, aber trotzdem Geld verdienen wollen. Heute mache ich eine kostenlose Handelssitzung auf meinem Telegram-Kanal. Klickt auf den Link im angehefteten Kommentar oder in der Beschreibung und wir sehen uns dann bei der heutigen Handelssitzung.